Hallo liebe Freunde und damit herzlich willkommen zurück hier bei uns an der Mühle. Wie ihr seht, ich kann mich wieder nach draußen wagen. Ich bin soweit gut durch das Omikron durchgekommen und freue mich total darüber, dass ihr hier wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr habt es warm und kuschelig jetzt bei euch zu Hause, denn hier ist richtiges Schiedwetter. Es hat die ganze Nacht geregnet und zudem ist es auch noch stürmisch und so richtig kalt hier draußen. In der letzten Folge haben wir ja mal so einen kleinen Rückblick getätigt über das, was wir hier an der Mühle bezüglich Heizungssystem schon erreicht haben, beziehungsweise wie wir hier unsere Grundsteine für das neue Heizungssystem gelegt haben. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann schaut auf jeden Fall mal in das vergangene Video rein. Da erkläre ich so ein bisschen, wie die Basis unseres eigentlichen Heizungssystems hier bei uns an der Mühle funktioniert. Unser eigentliches Thema ist ja die Wandheizung. Trotz alledem kamen von euch noch so ein paar Anmerkungen. Hubi, gib doch mal so ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Ich gebe zu, damit halte ich mich immer zurück, weil ich mir denke, wow, gar gern, langweilig, interessiert vielleicht die meisten nicht, aber trotz alledem ist es ja natürlich nicht schlecht, wenn man mal so ein bisschen untermauert, wie hier unser Konzept eigentlich funktionieren soll. Ja, wie viele von euch bin ich natürlich auch ein Fan vom Brennholz. Zum einen ist das ein Stück weit körperliche Betätigung, die ich ziemlich cool finde und die ich auch brauche. Und das Brennholz machen an sich ist so eine Aktivität, bei dem ich super abschalten kann. Das können wahrscheinlich viele von euch nachempfinden. So, was für die einen Yoga ist, ist vielleicht für die anderen Brennholz machen. Also ich komme da regelmäßig in die Selbstversenkung rein. Das heißt, es ist also auch was für den Geist, aber natürlich ist es kein reines Hobby, das ich jetzt nur mache, weil ich so geil auf Holz machen bin. Das ist natürlich auch schon so, dass ich mir das ganze Konzept durchüberlegt habe und dass ich da schon so ein bisschen Hirnschmalz reingetan habe. Und meine Beweggründe, die möchte ich euch heute mal hier in dem Video aufzeigen. Was ihr hier seht, das ist Buchenbrennholz. Also das sind ehemalige Buchenstämme, die ich aus dem Wald geholt habe. Machen ja viele von euch auch. Und das Buchenbrennholz, das ist ein Abfallprodukt aus der Holzwirtschaft. Es ist eben so, manche haben mir ja schon geschrieben, ich bin kein großer Fan von Brennholz machen, nicht weil das Konzept an sich schlecht ist, sondern weil dafür Bäume sterben müssen. Ja, das ist wahrscheinlich richtig, aber ich glaube, eine Welt, die ohne Holz funktioniert, Holz ist ja wirklich ein super vielseitiger, toller Werkstoff, der auch unsere Ökologie nicht nachhaltig belastet, indem man ihn verwertet, ganz im Gegensatz zu anderen Produkten, die hier so eingesetzt werden. Und von daher ist es natürlich immer eine Grätsche zu sagen, ich benutze das Holz, weil dafür natürlich irgendwo ein Baum gefällt werden muss und ich bin so ein Junge, der im Wald groß geworden ist und ich muss euch sagen, ich finde Bäume richtig klasse. Also wenn wir als Kinder durch den Wald gerannt sind und dann hast du irgendwie so eine fette Eiche vor dir gesehen oder so eine fette Buche, da wird man schon so ein bisschen ehrfürchtig, wenn man da so ein 1000 Jahre altes Geschöpf sieht. Von daher ist es natürlich immer ein zweischneidiges Schwert, wenn ich dir in die Säge hole und dann dem Leben ein Ende bereite, das viel, viel, viel älter gewesen ist oder auch viel älter geworden wäre als ich. Trotz alledem befinden wir uns natürlich in einer Gesellschaft, die so diese ehemalige Naturverbundenheit, wie sie vielleicht unsere Ahnen gehabt hat, nicht mehr besitzt. Wir sind verdammt viele Menschen hier auf dem Planet, da kann man sich drüber streiten, ob das eine gute Sache ist oder eine schlechte Sache. Ich will aber jetzt auch nicht anfangen zu philosophieren. Wir haben hier Buchenbrennholz, was eben aus der Holzindustrie als Abfall übrig geblieben ist. Dieses Buchenbrennholz, das kann ich hier bei uns im Interessentenwald kaufen. Da haben wir ganz kurze Transportwege und hier weiß ich auf jeden Fall,
ganz genau, wo meine Energie hergekommen ist. Zudem betreiben wir hier auch unser kleines Sägewerk und da hat man bei jedem Sägeschnitt ein wenig Abfall, den man in den Ofen reintun kann. Das heißt also, bei all dem, was ich hier mit dem Sägewerk für unseren Fortgang des Projekts schaffe, schaffe ich auch immer ein Stück weit Heizmaterial für unseren Winter. Wie ihr ja wisst, betreiben wir hier ein Wasserrad und hier unten bei uns im Keller, da läuft ein Generator, der unseren Strom produziert. Und da gab es jetzt ein richtig tolles Video vom Fachwerker. Das Video würde ich euch mal verlinken, beziehungsweise auch in der Videobeschreibung unten verlinken. Das war ein relativ kurzes, auch sage ich mal, relativ einfach gehaltenes Video, aber das hat für mich ganz klar und ganz deutlich gezeigt, welche Nachteile der Betrieb einer Photovoltaikanlage in Kombination mit einer Wärmepumpe hat. Wir haben ja hier ein Wasserrad. Kernaussage von dem Video war eigentlich, dass die Photovoltaikanlage, die hat die meiste Energieausbeute im Sommer. Im Winter funktioniert sie eher schlecht. Wenn ich das kopple mit einer Wärmepumpe, dann ist es eben so, dass die Wärmepumpe die meiste Energie im Winter braucht. Und da kann die Photovoltaikanlage die Energie nicht liefern. Das heißt, im Sommer habe ich zu viel Energie, im Winter habe ich zu wenig Energie. Und hier bei unserem Wasserrad, da ist es genau entgegengesetzt. Unser Wasserrad, das liefert in der Regenzeit, die ja im Winter ist, die allermeiste Energie. Und im Sommer, wenn die trockene Zeit kommt, dann eher weniger Energie. Das heißt also, die Kombination hier mit Wasserrad, Photovoltaik würde sich richtig dolle anbieten. Leider ist das alles aufgrund der unterschiedlichen Vergütungssätze, das ist also wieder so ein menschengemachtes Problem, nicht ganz so einfach. Und deswegen haben mir schon viele von euch geschrieben, hey Ubi, denk doch mal an die Kombination von Wasserrad mit einer Wärmepumpe. Das wäre doch eine super Symbiose. Das Wasserrad, das liefert eben die viele Energie im Winter, wenn eine Wärmepumpe sie braucht. Und so würdest du quasi energieautark hier dein Haus beheizen können. Zahlen, Daten, Fakten. Unser Wasserrad liefert jedes Jahr etwa 20.000 bis 30.000 Kilowattstunden regenerative Energie. Der Generator besitzt eine Leistung von 10 kW. Das heißt also, man müsste es jetzt in Verhältnis setzen mit einer 10 kW Peak Photovoltaikanlage. Und da sieht man schon, dass das Wasserrad hier eine ganze Ecke mehr leisten kann als so eine Photovoltaikanlage. Würde man die Wasserkraftanlage mit einer Wärmepumpe kombinieren, dann könnte man den Energieeintrag, also den Heizenergieeintrag um Faktor 2 bis 3 erhöhen. Das heißt, wir könnten irgendwo zwischen 40.000 und 90.000 Kilowattstunden regenerative Energie hier in unser Heizungssystem führen, hätten dann aber überhaupt keine elektrische Energie mehr zur Verfügung, weil das ja alles in die Heizung fließen würde. Die elektrische Energie, die nutzen wir hier bei uns an der Mühle momentan zum Betrieb unseres Sägewerks, wo wir unser Bauholz mitschneiden. Wir haben einen Holzspalter am Laufen, mit dem wir unser Brennholz bearbeiten. Dann haben wir noch unsere Putzmaschine, mit der wir unsere Restaurierung, unseren Innenausbau mit vereinfachen. Natürlich unser Kran, der elektrisch funktioniert, aber auch das gesamte restliche Haus von der Beleuchtung etc., Wasserkocher, Toaster, das braucht natürlich alles elektrische Energie. Wenn ich jetzt alles der Heizung zuführen würde, dann hätte ich ja natürlich keine elektrische Energie mehr für all meine anderen Verbraucher. Der Strom, den wir vom EVU bekommen, der hat natürlich seinen Preis. Wir zahlen ca. 30 Cent pro Kilowattstunde für den Strom, den wir vom EVU kaufen. Das heißt also, jede Kilowattstunde, die wir nicht kaufen müssen, könnte man mit 30 Cent gegenrechnen. Wir haben letztes Jahr fast 27.000 Kilowattstunden Strom produziert und ich habe mal gegengerechnet, wir hatten einen Eigenverbrauch, dadurch, dass wir die ganzen Maschinen hier laufen lassen hatten,
den uns das Rad zur Verfügung gestellt hat, also Strom, den wir nicht kaufen müssen, im Gegenwert von ungefähr 4.000 Euro. Das heißt also, in meinen Spalter, in mein Sägewerk, in meinen Kran, in meine Putzmaschine ist eine Summe von 4.000 Euro Strom hineingeflossen, den ich vom EVU nicht kaufen brauchte, weil das Rad den zur Verfügung gestellt hat. Zudem hat das Rad noch einen Überschuss produziert, das etwa, also sagen wir mal 2.500 Euro kriege ich jetzt noch vom EVU vergütet für den Strom, den ich zusätzlich eingespeist habe. Das heißt also, wenn man einen Strich unter das Jahr machen würde, wären wir jetzt bei etwa 6.500 Euro, die das Rad für uns erwirtschaftet hat. Einmal durch den Strom, den ich nicht kaufen musste, und auf der anderen Seite den Strom, den ich durch den Betrieb der Wasserkraftanlage vergütet bekommen habe. Natürlich ist der Betrieb einer Wasserkraftanlage viel aufwendiger als der Betrieb einer Photovoltaikanlage, und durch die vielen bewegenden Teile und durch die 100% Einschaltdauer, das Rad dreht sich ja das ganze Jahr, habe ich natürlich auch höhere Instandhaltungskosten, und daher fließt natürlich auch wieder ein Stück des Ertrags zurück in die Instandhaltung des Rades, was den Ertrag schmälert. Aber so unterm Strich liegen wir, sage ich mal, dieses Jahr bestimmt bei 6.000 Euro, die wir in Summe, abstrakt in Summe mit dem Rad erwirtschaftet haben. Mein Brennholz, und das ist ja ein ganz anständiger Haufen, den man hier sieht, also sagen wir mal, dieser gesamte Haufen, das habe ich ja selbst gemacht. Da könnt ihr auch meine Videos sehen, wie ich das Holz gespalten habe, wie ich das Holz hier aufgesetzt habe und wie es im Endeffekt hier auf seine Lagerposition gekommen ist. Das Brennholz, das habe ich in Gänze als Stammware für ungefähr 950, ja, vielleicht auch 1.000 Euro gekauft. Bei Brennholz ist es natürlich so, dass das Brennholz nicht einfach so auf dem Hof liegt und fertig ist. Da steckt eine Menge Arbeit drin, man muss es aus dem Wald holen, man muss es spalten. Spalten, habe ich ja schon erwähnt, machen wir mit der Wasserkraft, also dieser Spaltvorgang. Und so habe ich mich jetzt hier aufgestellt. Denke ich mir, das ist eine gute Sache, wenn wir den durch die Wasserkraft finanziert bekommt, dass man also keine Maschinen laufen lassen muss, beziehungsweise die Maschinen direkt von dem Strom von der Wasserkraftanlage angetrieben werden und so keine zusätzlichen Energien verbrauchen. Aber klar, brauche ich meinen Rückenwagen, brauche ich meinen Schlepper, um das Holz hier nach Hause zu holen. So ein Kubikmeter Brennholz hier von diesem Buchenbrennholz hat irgendwo ein Energiegehalt von ca. 2000 Kilowattstunden, vielleicht nicht ganz, je nachdem wie es gelagert ist, ob es schon ein bisschen faul war etc. Und natürlich ist es auch eine Frage, was eure Heizung daraus macht. Das ist ja Bruttoenergiegehalt, das heißt 2000 Kilowattstunden Energie sind hier pro Kubikmeter Holz hinterlegt. Hier hinter mir liegen so, also mindestens mal 30, 35, wenn nicht 40 Meter Brennholz. Wie gesagt, ich habe das Brennholz hier gekauft als Stammware für um die 1.000 Euro. Gespalten und aufgesetzt hat hier so ein Raummeter Holz einen Gegenwert von 80 bis 100 Euro der Raummeter. Das heißt also, ich kann schon den Wert des Holzes, indem ich es nur aufspalte und aufsetze, schon vervierfachen. Natürlich brauche ich dafür meine Maschinen. Richtig interessant wird es für mich aber erst, wenn ich das Zeug nehme und auch zum Teil dann eben auch selber verheize. Ich kann es natürlich einmal verkaufen, könnte die Dienstleistung für andere machen, kann es natürlich auch für mich selbst benutzen. Das heißt, wenn ich das Holz für mich selber benutze, und wir brauchen hier bei uns an der Mühle etwa, naja, ich will nicht lügen, aber so 25 Raummeter Holz pro Jahr. Das heißt also, bei einem Raummeter 2000 Kilowattstunden, haben wir bei 10 Raummetern dann 20.000 Kilowattstunden, und bei 20 Raummetern hätten wir 40.000 Kilowattstunden. Und ich habe ja gesagt, das Rad mit einer Wärmepumpe kombiniert könnte die Energieleistung tatsächlich schon übers Jahr bringen. Das heißt, beim Rad haben wir 40.000 bis 90.000 Kilowattstunden in Kombination mit einer Wärmepumpe. Und hier habe ich bei 20 Raummetern, die wir im Jahr brauchen, da darf es aber natürlich bei so großen Anwesen wie wir es haben, kein allzu kaltes Jahr sein, habe ich bei 20 Raummetern eben meine
40.000 Kilowattstunden Bruttoenergieleistung. Beim Wasserrad reden wir ja erstmal von der Nettoenergieleistung, weil das ist ja tatsächlich der Strom, der mir zur Verfügung steht. Und hier ist es ja noch Energie, die in Form von Holz gespeichert ist, die ist ja noch nicht freigesetzt, weil freisetzen geht natürlich immer wieder was verloren. Das heißt also, das ist weniger, was in meiner Heizung tatsächlich ankommt, als hier hinter mir im Endeffekt liegt. Wenn wir jetzt noch mal bilanzieren würden, dann würde man sehen, dieses Holz hat einen Gegenwert von maximal 4.000 €, was hier hinter mir liegt. Meine Wasserkraftanlage hat mir schon einen Eigenverbrauchsanteil von 4.000 € dadurch erspart, dass ich damit meine Maschinen betreiben konnte. Natürlich lief auch ein Teil davon im Holzspalter, aber viel lief eben auch auf dem Sägewerk, wo ich mein Bauholz mitgeschnitten habe. Viel lief aber auch der Kran und auch die Putzmaschine. Das heißt also, ein großer Teil, das Dach abgekerchert, da lief den ganzen Tag der Kercher etc. Und ein großer Teil von der Energie ist eben auch hier in meine Baumaßnahme reingeflossen. Ja, wenn ich jetzt das ganze Holz in den Ofen schmeißen würde, dann würde mir das eine Heizleistung von etwa 80.000 Kilowattstunden bringen. Mein Rad könnte mit einer Wärmepumpe kombiniert tatsächlich im Jahr 90.000 Kilowattstunden bringen. Das heißt also, das Wasserrad mit der Wärmepumpe kombiniert würde mehr Energieleistung liefern als dieser ganze Haufen Holz hier hinter mir. Vom finanziellen gesehen ist es aber so, ich zahle für den Haufen Holz hier hinter mir um die 1.000 € und der Strom, den ich nicht kaufen muss, um meine Maschinen zu betreiben, denn das funktioniert eben mit Holz nicht. Ne? Meine Bandsäge, da kann ich einen Holzknüppel draufschmeißen, die wird davon nicht laufen. Der Strom ist eben eine hochveredelte Energie und mir in dem Fall zu schade, um ihn einfach in Wärme umzuwandeln. Hier nehme ich lieber Primärenergie, die ich in Wärme umwandle. 1.000 € für das Holz. Natürlich steckt da noch ein bisschen Arbeit drin. Die Wasserradenergie eben, um Maschinen zu betreiben. 1.000 € fürs Holz. Im Endeffekt 4.000 € gespart für den Strom, den ich nicht kaufen musste. Noch 2.500 € vom EVU bekommen für den Strom. Natürlich habe ich übers Jahr auch ein bisschen Energie aus dem Netz gezogen. Ich hatte ja mal so ein Video gemacht, autark durch Wasserkraft. 100% autark sind wir in dem Fall eben nicht, weil ich nochmal, keine Ahnung, 1000 Kilowattstunden, sage ich mal, jetzt aus dem Netz gezogen habe. Das war eben was, so ein Bereich, den ich nicht selbst erzeugen konnte. Da wäre jetzt eben nochmal eine Kombination mit einer Photovoltaikanlage ganz schön. Das heißt also, in dem Sommerloch, wenn meine Wasserkraft wenig Energie liefert, dann nochmal eine Photovoltaikanlage in dem Bereich damit zu kombinieren, dass wenn das Wasserrad wenig Strom liefert, dass ich es dann von der Sonne bekommen würde. Das Problem ist eben unterschiedliche Vergütungssätze. Der Wasserkraftstrom wird momentan bei mir noch mit 12 Cent vergütet und für den Solarstrom würde ich nur 6 Cent bekommen. Das heißt, ich kann die nicht alle zusammen in ein Netz laufen lassen, weil man da ja verschiedene Vergütungen hätte. Um ganz ehrlich zu sein, würde ich auf die 12 Cent verzichten, die mir das EVU liefert, und mich auf eine 6 Cent Basis oder alles als Photovoltaikstrom betrachten und dann dadurch einen hohen Autarkiegrad bekommen und eigentlich überhaupt gar keinen Strom mehr kaufen zu müssen und übers Jahr dann über die verschiedenen Medien, die mir hier zur Verfügung stehen, abgedeckt sein. Ja, ich hoffe, euch hat mein kleines Referat zum Thema Energie und Energienutzung hier bei uns an der Mühle gefallen. Beim nächsten Mal würde ich wieder ein bisschen handwerklicher werden. Mich hat Corona jetzt eben ein paar Wochen aus der Bahn geschossen. Da konnte ich hier groß am Haus nichts machen. Ich wollte euch aber trotzdem immer schön ein bisschen Videocontent liefern. Ist jetzt in dem Fall dann ein bisschen theoretischer geworden, aber ich denke, eben auch Bezug nehmend auf eure Resonanz in den Kommentaren, war es euch auch mal wichtig, dass wir hier ein paar Zahlen, Daten, Fakten auf den Tisch legen. Mein Resümee ist einfach, ich finde das Heizen mit Brennholz sehr sinnvoll. Einige von euch haben auch geschrieben, ja Obi, kannst ja nicht ewig mit Stückholz heizen. Und es gibt ja auch viele schöne Pelletkessel. Warum hast du nicht auf Pellets gesetzt? Ich bin bei Pellets wieder
abhängig von Lieferketten, von Lieferanten, von Preissteigerungen irgendwo in Timbuktu. Das heißt also, wenn ich hier unseren Privatwald betrachte, wenn ich hier unseren Interessentenwald, der zu unserem Ort gehört, betrachte, wenn ich meine eigenen Gehölzpflegemaßnahmen hier betrachte und auch diese Sägewerkgeschichten, da kommt immer Holz zustande, was mich nichts kostet oder nur wenig kostet. Und hier bin ich eben nicht an die Preisentwicklung von irgendwelchen Öl- und Heizöl- und Gaspreisen angewiesen. Ich kann mir mein Brennholz hier liefern und ob morgen Russland die Gaspipeline abdreht oder Peng. Ich habe hier noch für mindestens 3 bis 4 Jahre Holz liegen und ich habe auch die Möglichkeit, mir noch mehr Holz bei uns im Wald bzw. im Interessentenwald oder selbst hier auf dem Grundstück zu holen. Das heißt also, hier bin ich auch wieder ein bisschen unabhängiger. Ich kann meinen ganzen Rest vom Sägewerk, alles was für Bauholz nicht taugt, in den Holzvergaser schmeißen. Das heißt also, da werde ich auch wieder von meinen eigenen Tun subventioniert. Das heißt, da gibt es keinen Abfall, sondern das wird direkt in Wärmeenergie für den Winter umgewandelt und das zeichnet sich unterm Jahr, unterm Strich zeichnet sich das auch in der Bilanz wieder. Das heißt also, das ist dementsprechend auch ein gutes Konzept, finde ich. Ich habe im Video stößt man immer wieder auf das Thema freie Energie. Da sieht man, wie ein Motor einen Generator antreibt und der Generator wieder den Motor antreibt mit seinem Strom und jemand dann schön die Flex nimmt und damit irgendwelche Sachen schneidet und der Eindruck erweckt wird, dass das so ein endlos laufendes Prinzip ist und da bloß noch keiner drauf gekommen ist. Ich persönlich sehe das immer so, als wenn man als Mensch seine eigenen Exkremente essen würde und damit prima für immer leben kann. Funktioniert ebenso in der Praxis nicht, aber ich hatte früher auch keine Wasserkraftanlage, die für mich gearbeitet hat und es stehen echt ein Haufen Anlagen hier in unserem Land noch herum, die einfach verfallen, wo nichts passiert. Ich halte die aktuellen Entwicklungen, dass solche Kleinwasserkraftanlagen eher zurückgedrängt werden und ja, so weiß ich nicht, nebenbei einfach mal kaputt und platt gemacht werden und von der Bildfläche verschwinden für schlecht. Das ist ein super Konzept, ist natürlich nicht für alle geeignet. Toll wäre es natürlich auch, wenn Photovoltaik im Winter richtig gut funktionieren würde, was er aber momentan nicht tut. Aber solange solche Schätzchen noch da rumstehen und zusammenbrechen und die Kleinwasserkraft nicht genutzt wird, ist für euch noch die Chance da, vielleicht sich auch so ein Schätzchen zu sichern, wenn ihr vielleicht schon so eins habt, daraus ein gutes Konzept zu entwickeln. Meine Idee ist immer, laufende Kosten fressen einen auf, also eine Investition in ein Wasserrad, in eine Heizung, in ein Heizungssystem, so, das ist gar nicht mal das Drama, sondern eben auch nicht in Schlepper oder in Spalter oder in Rückewagen. Das tut zwar mal kurz weh, wenn man sowas machen muss, aber die langfristigen Abhängigkeiten, das ist eben das, was einen auszehrt. Ich hoffe, unser kleines Video heute hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Da wird auch wieder ein bisschen mit Werkzeug gearbeitet, versprochen. Ich zeige euch unseren Wandheizungsverteiler. Ich erzähle euch mal Pro und Contra. Von der Wandheizung sind ja auch noch viele Fragen diesbezüglich gekommen. Deswegen schaut auf jeden Fall wieder vorbei. Schaut auch mal bei allen meinen Freunden unten in der Videobeschreibung vorbei. Kommt zurück hier zur Mühle. Habt eine schöne Zeit, bleibt gesund, lasst euch nicht vom Omikron beißen. Bis dahin, macht's gut, ciao. Tschüss.